Dieses Video spart dir einen Monat Deutschkurs. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video lernst du etwas über ganz besondere Adjektive, nämlich im Partizip 1 und 2. Wann ist es ein kochendes Ei und wann ein gekochtes Ei? Es gibt zur heutigen Lektion kostenloses Material, das kannst du dir über den Link unter diesem Video herunterladen. Also, los geht's! Wir beschäftigen uns nun mit einem sehr spannenden Thema der deutschen Grammatik. Wie benutzt man die Verbformen des Partizip 1 und 2, wenn sie als Adjektive verwendet werden? Du lernst jetzt, wie du sie korrekt benutzt, welche Unterschiede es gibt und vor allem, wie du sie in deinem Sprachgebrauch sicher und präzise einsetzen kannst. Wir fangen mal mit dem Partizip 2 an, denn das kannst du sicher schon sehr gut. Woher nochmal? Ach ja, vom Perfekt, ich habe gekocht, vom Plusquamperfekt, ich hatte gekocht, vom Futur 2, ich werde gekocht haben und natürlich vom Passiv, die Spaghetti werden gekocht. Das heißt, man kann damit zusammengesetzte Zeiten bilden. Man nennt es auch Partizip Perfekt. Aber jetzt mal egal, in welchen Situationen du gekocht benutzt. Was bedeutet das eigentlich? Oder geschrieben, gemacht, geschnitten und abgefahren? Was haben diese Partizipien in ihrer Bedeutung gemeinsam? Alle diese Handlungen sind beendet, oder? Sie sind fertig, abgeschlossen. Und genau das kann man ausdrücken, um ein Nomen zu beschreiben. Die gekochten Spaghetti, das Kochen ist beendet. Der geschriebene Text, das Schreiben ist beendet. Der abgefahrene Zug, der Zug ist losgefahren. Du kannst ein Partizip 2 ganz einfach als Adjektiv benutzen, wenn du es vor ein Nomen stellst und die passende Endung daran hängst. Das funktioniert genau wie bei einem normalen Adjektiv, aber dieses Attribut beschreibt eben einen beendeten Prozess. Vielleicht fragst du dich jetzt, kann man jedes Partizip 2 als Adjektiv benutzen? Teste es mal selbst. Das geschlafene Kind, der gearbeitete Architekt, der geholfene Sanitäter? Klingt falsch? Ist es auch. Schlafen, arbeiten und helfen sind Verben, die kein Akkusativobjekt haben und deshalb kann man sie nicht nutzen, um ein Nomen zu beschreiben. Frag dich doch einfach mal, kann man ein Kind schlafen? Nein, man kann es schlafen legen, dann ist das Baby das Objekt. Kann man einen Architekten arbeiten? Nein, aber man kann mit ihm arbeiten oder für ihn arbeiten. Aber man kann in diesen Fällen super das Partizip 1 benutzen. Das schlafende Kind, der arbeitende Architekt und der helfende Sanitäter. Und was ist der Unterschied zum Partizip 2? Ein schlafendes Kind ist ein Kind, das schläft. Ein arbeitender Architekt ist ein Architekt, der arbeitet. Und ein helfender Sanitäter ist ein Sanitäter, der hilft. Im Prinzip ganz einfach. Diese 3 Handlungen sind also nicht beendet, so wie es beim Partizip 2 der Fall ist. Ein Partizip 1 zeigt an, dass es einen aktiven Prozess gibt, der noch nicht fertig ist. Oder es zeigt an, dass etwas gleichzeitig mit einer anderen Sache passiert. Deshalb nennt man es auch Partizip Präsens. Zum Beispiel, das lachende Kind spielt im Garten. Es gibt noch einen weiteren Bedeutungsunterschied zwischen dem Partizip 1 und 2. Gekochte Spaghetti sind Spaghetti, die gekocht wurden und gekocht sind. Ein arbeitender Architekt ist ein Architekt, der arbeitet. Er kann nicht gearbeitet werden, nur er selbst kann arbeiten und das ist ganz typisch für das Partizip 1. Wenn man sie in Relativsätze umformt, steht der Satz zum Partizip 2 im Passiv und der zum Partizip 1 im Aktiv. Ausnahmen sind Verben, die das Perfekt mit sein bilden. Bei ihnen ist die Bedeutung aktiv. Ein abgefahrener Zug ist ein Zug, der abgefahren ist. Ein abfahrender Zug ist ein Zug, der gerade abfährt. Ich kann nicht sagen, der Zug wurde abgefahren. Ich könnte aber das Verb ändern und sagen, der Zug wurde umgeleitet. Die Bildung des Partizip 1 ist ganz einfach. Man braucht nur den Infinitiv und hängt ein D daran. So wird aus reisen reisend. Und das kann man dann mit der passenden Endung als Adjektiv bzw. als Attribut benutzen.
Reisende Studenten trifft man auf der ganzen Welt. Aus steigen wird steigend und als Attribut sieht das dann so aus. Die steigenden Kosten sind für viele Verbraucher ein Problem. Steigende Aktien jedoch eine Freude. Es gibt eine Sonderform des Partizip 1, das sogenannte Gerundivum, und das wird mit zu gebildet. Die zu streichenden Fenster befinden sich auf der Hinterseite des Gebäudes. Heißt, sie müssen gestrichen werden. Sie hat das auszufüllende Formular bereits ausgedruckt. Heißt, sie muss das Formular ausfüllen. Die Schüler haben heute mit der zu lesenden Lektüre begonnen. Heißt, sie müssen die Lektüre lesen. Und das ist eine nicht zu lösende Aufgabe. Heißt hier, man kann sie nicht lösen. Kommt dir das von den Passiversatzformen vielleicht bekannt vor? Es geht hier um Dinge, die man machen muss, soll oder kann. Was denkst du, kann man aus jedem Verb ein Partizip 1 machen und als Adjektiv benutzen? Im Gegensatz zum Partizip 2 geht das bei den allermeisten Verben schon. Ja, man muss jedoch aufpassen, dass die Aussagen Sinn ergeben. Schau mal hier. Es gibt einen geschriebenen Text. Das ist ein Text, der geschrieben wurde, bzw. den jemand geschrieben hat. Klar, oder? Aber gibt es einen schreibenden Text? Kann ein Text schreiben? Nimmt er einen Stift in die Hand und schreibt los? Nein, natürlich nicht, denn nur Menschen können schreiben. Diese Kombination ist also nicht logisch. Es gibt schreibende Studenten, Dozenten oder Menschen ganz allgemein. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine andere Besonderheit der Partizipien erklären. Du kannst sie nominalisieren, so wie andere Adjektive auch, und das passiert sehr oft bei Bezeichnungen für Menschen. Wichtig dabei ist, auch wenn du Adjektive nominalisierst, werden sie trotzdem wie Adjektive dekliniert. Schau dir mal die folgenden Beispiele an. Der oder die Angestellte. Ein Angestellter, eine Angestellte. Im Plural Angestellte oder die Angestellten. Heißt, sie sind angestellt. Der oder die Vorgesetzte. Ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte. Im Plural Vorgesetzte oder mit Artikel die Vorgesetzten. Der oder die Studierende, ein Studierender, eine Studierende. Im Plural Studierende und mit Artikel die Studierenden. Man kann auch noch Student und Studentin sagen übrigens. Der oder die Reisende, ein Reisender, eine Reisende, im Plural Reisende und die Reisenden. Für dich als Deutschlerner oder Deutschlernenden sind die nominalisierten Partizipien wirklich eine Herausforderung, weil du dich je nach Artikel oder Artikelwort auf die richtige Deklination konzentrieren musst. Aber mit ein bisschen Übung schaffst du das natürlich auch. Und das war's auch schon wieder für heute. Und wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.